Manchmal ist es schwieriger zu finden, als eine Testdrive auszumachen, aber manchmal umgekehrt. Ausgemacht, gefunden, aber ankommen ist problematisch. So, heute fahren wir nach Minsk. Es lohnt sich, Minsk zu besuchen, einfach so. Er hat eine viel hundertjährige Geschichte. Es ist auch eine Heldenstadt, das in UdSSR 12 gab. Und die Hauptstadt von Weißrussland hat diese Auszeichnung als erste gekriegt. Heute ist Weißrussland unabhängig, das verbindende Land ist weg. Aber Minsk besteht nach wie vor. So ist die Geschichte. Auch nicht vergessen und nicht korrigiert in eigenen Interessen. Es gibt einen Zauberplatz, aber ich war hier schon mal, weil mir dieser Platz nochmal sehr gefallen hat, bin ich nochmal. Die Platz heißt die Stalinslinie. Guten Tag. Wieso die Linie Stalins? Es ist eine unoffizielle Bezeichnung der Verteidigungslinie, das von 1928 bis 1939 gebaut wurde. Die Länge beträgt 1800 Kilometer, wurde in mehreren Etappen gebaut, 28 bis 39. In dieser Periode wurde circa 5000 Betonbunker gebaut. Dieser Komplex beinhaltet mehrere Plattformen. Wir haben eine Ingenieursplattform, ja, auch die Kettentechnik. Wir haben circa 10 hier draußen stehen und circa 8 fahrende Maschinen. Die werden aber nur an Feiertagen rausgefahren oder an theatralisierte Vorstellungen. Das Modell, was dich interessiert, befindet sich im Park. Wir werden gleich hingehen. Diesem Museum gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Es gibt was zu sehen und auch was zu hören. Aber ich brauche ein bestimmtes Exponat. Gewicht ca. 30 Tonnen. Mittlerer Panzer, Sowjetpanzer T-44. Manche sagen, er sieht aus wie T-34. Ja, es ähnelt ihm, aber in Wirklichkeit ist es eine komplett andere Maschine, das die weitere Panzerentwicklung für Jahrzehnte geprägt hat. Die Entwicklung begann 1943 in Morosow, im Konstruktionsbüro Uralwagon. Das Ziel war der Ersatz von T-34. Man hat die Motorentwicklung Motor wurde quer eingebaut. Der einzige Panzer, der genau die gleiche Motoranordnung hatte, war MS-1. Speziell weiterentwickelter V-Motor, 12 Zylinder mit Strahleneinspritzung, 520 PS Leistung und 38,9 Liter Hubraum. Was hat es gebracht? Zusätzlichen Platz im Innenraum. Der Panzer wurde um 300 mm gegenüber T-34 verkleinert. Die Kettenregale verschwanden. Der Turm wurde genau in der Mitte der Wanne platziert, was den Gewicht gleichmäßig über das Fahrwerk verteilt hatte. Länge 6,70 Meter mm, Breite 3,18 Meter, Höhe 2,41 Meter, Clearance 425 mm. Panzerung. Die Wanne wurde geschweißt aus gewalzten Panzerplatten. Die Front
wurde aus 2 Panzerplatten 90 mm zusammengebaut. Die Winkel betragen 60 Grad. Das ist eine späte Modifikation mit verstärkter Panzerung plus 30 mm, insgesamt 120 mm obere Panzerplatte. Die Seiten und Heck 45 mm. Die Fahrerluke war oben. Der Turm ähnelt dem T-3485, ist gegossen, 75 mm, frontal bis zu 120 mm Panzerung. S-53 Kanone, 85 mm mit dem Coaxial MGDT. 16 Schuss Munition standen im Heck, 4 an der rechten Seite und 5 an der linken Wanne. Noch einem stand in der Panzerplatte, aber war fest montiert. Man hat nur die modernsten Technologien eingebaut. Mit Tastenstarter, zusammengefügte Steuerung Turm, elektrisch und manuell, 4-Mann-Besatzung, anstatt einem Funker stand ein zusätzlicher Tank. Nach der Instruktion starten wir den Motor. Zuerst drücken wir die Masse. Wir regeln die Leerlaufdrehzahl hoch. Der Öldruck im Motor wird auf 5 Bar erhöht und dann drücken wir Starter. Die 5-Stufen-Schaltung ist sehr gut und lässt sich sehr schön schalten, als würde man mit einer erfahrenen Tänzerin Walzer tanzen. Jede Aktion zeigt sich sofort eine Reaktion der Maschine nieder. Auch die Christi-Aufhängung wurde mit dem T-44 begraben. T-44 begräbt eine individuelle Torsionsstabfederung. Sehr hohe Geländegängigkeit. Dank der niedrigen Silhouette kommt es vor, als würde der Panzer über die Erde gleiten. Und erreicht auch eine passable Geschwindigkeit bis zu 60 km/h auf der Straße, 25 bis 30 im Gelände. T-44 kann man viel erzählen, aber die Hälfte habe ich selber nicht verstanden. Eins ist genau, das war Durchbruch im Panzerbau der Welt, aber keiner hat über den gewusst. Der Panzer war geheim. Hat an keinen Paraden teilgenommen, die Zeitungen haben nicht über ihn geschrieben. Bis zum Erscheinen von T-54 gab es den irgendwie nicht. Er war der Versuchskaninchen für die sowjetische Panzermacht. Er war von dem Gewicht wie ein mittlerer und von der Panzerung wie ein schwerer Panzer. Er hat frontal viele Panzerabwehrkanonen gehalten. Einen Kriegseinsatz gab es nicht, nur bei dem Aufstand in Ungarn 1956.
Panzer T-44 ist nicht die Entwicklung von T-34 gewesen, sondern ein absolut neuer Panzertyp. Dazu ist er ein glücklicher Panzer. Er kam im Frieden und ging auch in Frieden.